Herzlich willkommen zu einem neuen Video der COSIP Experts. Wir haben festgestellt, dass einige unserer Kunden das SAP Business One Add-on Zahlungsassistent gar nicht nutzen. Wir möchten Ihnen heute zeigen, wie man mit dem Zahlungsassistenten viel Zeit und nervige Prozesse sparen kann. Und wir legen auch gleich los. Grundsätzlich hat ja jedes Unternehmen einen bestimmten, ganz eigenen Rhythmus von Zahlungen erfolgen. Das kann abhängig sein von bestimmten Rechnungszyklen ihrer Geschäftspartner. Andere zahlen ein- oder zweimal wöchentlich und wieder andere aufgrund eines Berichts. Da wäre zum Beispiel der Bericht Fälligkeit von Lieferantenverbindlichkeiten eine gute Empfehlung. Den können wir uns vielleicht auch einmal kurz aufrufen. Ich habe ihn hier als Schnellzugriff oder Sie finden ihn im Menü unter Finanzwesen, Finanzberichte, Buchhaltung, Forderungen, Verbindlichkeiten. Und ja, hier öffnet sich das Fenster. Jetzt können Sie in dem Bericht nach verschiedenen Kriterien selektieren. Für unser Beispiel möchten wir einmal alle Verbindlichkeiten anschauen, die bis zum 12.07. fällig sind. Dann öffnet sich eine Übersicht aller Fälligkeiten und die ist erstmal komplett unabhängig davon, welchen Zahlweg wir später benutzen. Und die Fälligkeiten beruhen immer auf den zum Geschäftspartner hinterlegten Zahlungsbedingungen, also zum Beispiel 14 Tage oder 30 Tage netto. Wir sehen jetzt, dass wir Fälligkeiten in Höhe von knapp 9.500 € haben, für die wir jetzt die Zahlung über den Zahlungsassistenten veranlassen möchten. Dazu wechseln wir zum Zahlungsassistenten über Bankenabwicklung, Zahlungsassistent oder auch hier über einen Direktzugriff über die Favoriten. Und warum wir das Add-on Zahlungsassistent dafür so gern nutzen, ist auch schnell erklärt. Mit ihm lassen sich Zahlungen aufgrund von festgelegten Parametern ganz einfach als Sammelauftrag ausführen. Wenn der Zahlungsassistent geöffnet ist, drücken wir auf Weiter und kommen dann hier zu der Abfrage, ob Sie einen ganz neuen Zahllauf anlegen möchten oder einen gespeicherten Zahllauf nutzen. Das ist nämlich das Schöne am Zahlungsassistenten. Kollegen oder Mitarbeiter können hier Zahlläufe speichern oder vorbereiten und empfehlen, wenn Freigabeprozesse notwendig sind oder Ähnliches, und können dann weiter bearbeitet werden. Im nächsten Schritt kommen wir zu den allgemeinen Parametern. Der Zahllauf bekommt ganz automatisch einen Namen, den können Sie aber auch ändern und individualisieren. Unser Zahllauf soll heute erfolgen und den nächsten Zahllauf haben wir für den 13. geplant. Wir möchten darüber hinaus eine Ausgangszahlung als Überweisung anlegen. Man könnte auch Eingangszahlungen veranlassen, wenn es sich zum Beispiel um SEPA-Mandate als Einzug handelt. Und wie Sie gesehen haben, wenn man Überweisung anklickt, öffnet sich rechts der Pfad zu einer Bankdatei. Der Zahlungsassistent legt hier automatisch in den temporären Dateien eine Ablagestruktur an, und zwar für jeden Zahlweg einen Ordner, und in jedem Ordner ist auch immer genau eine Datei. Das heißt, wenn eine neue Datei hinzugefügt wird, wird die alte Datei überschrieben bzw. gelöscht. Mit dem Zahlungsassistenten erzeugen Sie also eine Bankdatei, die Sie dann zur Bank schicken können, damit diese zur Fälligkeit das Geld überweist. Und hier wählen Sie noch, ob die Zahlung jeweils zum Zahlungsdatum oder zur Fälligkeit veranlasst werden soll. Mit Weiter haben Sie jetzt die Möglichkeit zu wählen, welche Kunden oder Kundengruppen berücksichtigt werden sollen. Entweder nutzen Sie die Eingrenzung über die Geschäftspartnernummernkreise oder das Feld Eigenschaften. SAP Business One bietet hier 64 Eigenschaften, die Sie selbst vergeben können und mit denen Sie Ihre Geschäftspartner gruppieren können. Wir nutzen nur wenige, aber für größere oder komplexere Unternehmen ist das deutlich interessanter, um hier spezifischere Selektionen zu ermöglichen. Für unser Beispiel nutzen wir die Eigenschaften jetzt nicht. Stattdessen wählen wir zur Liste hinzufügen und erhalten alle Kreditoren mit einer aktuellen Fälligkeit. Nach dem Klick auf Weiter können wir die Belegparameter festlegen. Für unser Beispiel nehmen wir als Auswahlpriorität das Fälligkeitsdatum und schränken das entsprechend ein auf den 7.7. bis 12.7. Ich hatte in unserem Bericht am Anfang gesehen, dass es eine Verbindlichkeit gibt, die über 5.000 € liegt. Wir können ja für dieses Beispiel einmal annehmen, dass Rechnungen über 5.000 € eine gesonderte Freigabe oder Absprache benötigen und würde sie deshalb für diesen Prozess einmal ausklammern wollen. Dazu begrenzen wir einfach den fälligen Saldo auf maximal 5.000 € ein.
und gehen dann weiter auf Zahlweg. Hier sehen wir jetzt unsere Bank und 2 optionale Zahlwege. Wir wählen für dieses Beispiel die SEPA-Überweisung. Wichtiger Hinweis noch, da unser Demokonto hier natürlich keine Deckung aufweisen kann, kopieren wir uns jetzt für das Beispiel schnell etwas Deckung darauf. Ansonsten würde SAP Business One uns warnen, dass eine Zahlung nicht möglich ist wegen drohender Unterdeckung. Mit dem Klick auf Weiter empfiehlt uns das System jetzt fällige Zahlungen, die unseren Kriterien entsprechen und die wir jetzt in diesem Beispiel auch alle bezahlen möchten. Man könnte mit dem Häkchen aber auch eine Zahlung ausschließen. Interessant ist hier unten noch der Button Nicht berücksichtigte Position. Mit dem Klick darauf sehen wir, dass die Fälligkeit über 5.000 € wie geplant nicht berücksichtigt wurde. Es lohnt sich immer, hier nochmal reinzuschauen, ob Fälligkeiten zum Beispiel aus anderen Gründen, wie die Zahlungsart ist nicht gepflegt oder die IBAN ist falsch, nicht berücksichtigt wurden. So hat man da einfach nochmal ein Backup und eine Sicherheit, dass am Ende alles, was wichtig ist, auch bezahlt wurde. So, nun haben wir alle relevanten Fälligkeiten berücksichtigt und sind für den Zahllauf startklar. Jetzt können wir hier entscheiden, ob wir das Ergebnis nur speichern, als Empfehlung anlegen oder den Zahllauf direkt starten möchten. Wenn Sie in Ihrem Unternehmen eine Kontoauszugsverarbeitung nutzen, wählen Sie statt des Zahlungslaufs den Zahlungsauftragslauf und dann auf Weiter. Den folgenden Sicherheitshinweis bestätigen Sie und jetzt werden in der Realtime-Buchhaltung sofort alle relevanten Belege generiert und gebucht. Sie müssen in SAP Business One danach nichts mehr tun. Einzig die Bankdatei muss dann noch zu Ihrer Bank. Dafür klicken Sie hier unten auf Bankdatei. Falls dieser Button bei Ihnen nicht erscheint, ist für Sie die Payment Engine nicht aktiviert. Damit stellt SAP sicher, dass nur zur Zahlung berechtigte Personen darauf zugreifen können. Die Bankdatei selbst wird dann im XML-Format erzeugt und ist damit zur weiteren Verarbeitung oder Übermittlung bereit. Damit sind wir auch am Ende unseres Videos. Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit diesen Informationen weiterhelfen und freuen uns darauf, Sie auch bei einem der nächsten COSIP Experts Videos begrüßen zu können. Vielen Dank!